Herr Kölbel, Sie haben heute Ihren letzten Jahresabschluss als Südzucker Finanzvorstand vorgelegt. Wie ist das Geschäftsjahr 2023/24 gelaufen und was sind die wesentlichen Ereignisse? Ja, wir hatten heute die Geschäftszahlen 2023/24 vorgelegt und es freut mich natürlich besonders, dass es in meinem letzten Jahresabschluss, den ich vertreten darf, dass wir einen sehr guten Abschluss vorgelegt haben, wo wir doch bei der einen oder anderen Ergebniskennzahl wirklich Rekordwerte erreichen konnten. Wir sind beispielsweise beim Umsatz erstmals über die 10 Milliarden Euro Schwelle gewachsen. Wir haben das höchste EBITDA auch der Unternehmensgeschichte erreicht mit über 1,3 Milliarden Euro. Und was auch wichtig ist, dass auch der Cashflow, also der Zahlungsmittelzufluss nach allen Posten mit erstmals über 1 Milliarde lag. Sehr erfreuliche Ergebnisse. Können Sie uns noch sagen, wie die einzelnen Geschäftsbereiche, die Sie in der Regel als Segmente bezeichnen, abgeschlossen haben? Gerne. Wir haben, Zugpferdeentwicklung im 23/24 Abschluss war eine hervorragende Umsatz- und operative Ergebnisentwicklung unseres Kernsegments Zucker, was von dem sehr günstigen Zuckerumfeld profitiert hatte. Wir sprechen da über eine Ergebnisverdoppelung und es hat natürlich dem Gesamtkonzernergebnis sehr gut getan. Zwei weitere wirklich nennenswerte Entwicklungen sind zum einen ist das Segment Crop Energies, wo wir gegen ein sehr, sehr gutes Vorjahr angelaufen sind und erwartungsgemäß aufgrund der tiefen Ethanolpreise, die wir das gesamte Geschäftsjahr 23/24 gesehen haben, einen deutlichen Ergebnisrückgang hinnehmen mussten. Sehr positiv haben sich die Spezialitäten entwickelt, indem wir ja in dem Segment haben wir ja die Freiberger mit den Tiefkühlpizzen, die Beneo mit den Functional Food Ingredients und auch die Portion Pack, und hier haben wir eine sehr, sehr gute Entwicklung gesehen, gute Margen, eine gute Mengenentwicklung von allen zusammen und es hat dann auch, zum Anstieg des Konzernergebnisses beigetragen. Und wie sieht es mit der Verschuldung des Konzerns aus? Treffen die jetzt doch deutlich gestiegenen Zinsen die Südzucker hart oder können Sie das gut abfedern? Ja, das ist ein guter Punkt, eine gute Frage, Herr Dr. Zeller. Da muss ich vielleicht auch etwas ausholen. Wir hatten uns ja vorgenommen, schon eigentlich im letzten Jahr die nette Verschuldung nach unten zu bringen, aber natürlich die hohen Preise, die guten Ernten haben dazu geführt, dass wir doch auf ein höheres Niveau der Verschuldung gekommen sind, als wir es intern geplant hatten. Im 23/24 kam natürlich dann auch noch die Situation hinzu, dass wir in einem Jahr hoher Investitionen uns bewegt haben. Wir haben allein in die ganze Fabrik, Werkstruktur, in den Ausbau neuer Geschäftsfelder, Proteine, Bio-Based Chemicals in Summe 550 Millionen Euro investiert. Und dann haben wir uns noch zum Geschäftsjahresende dann ja auch entschieden, das Delisting-Erwerbsangebot für die außenstehenden Crop Energies Aktionäre abzugeben, was dann zu einer weiteren Auszahlung von 250 Millionen geführt hat, sodass wir insgesamt im letzten Geschäftsjahr rund 800 Millionen an Zukunftsinvestitionen getätigt haben, die wir vollumfänglich aus dem Cashflow decken konnten. Und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass wir in diesem Umfeld doch sogar eine leichte Reduzierung der Nettofinanzschulden hinbekommen haben. Und wir gehen davon aus, dass wir diesen Pfad dann auch in 24/25 den Abbau der Nettofinanzschulden auch fortsetzen können. Und von Zinsseite haben wir noch Sicherungsinstrumente, die uns noch bis in das Geschäftsjahr 25/26 reintragen werden. Allerdings danach muss man schauen, wie die Kapitalmarktzinsen, wie die Verschuldung des Unternehmens ist, aber bis 25/26 rein profitieren wir noch von den tiefen Zinsabsicherungen. Also eine sehr vorausschauende Politik, auch im Hinblick auf die Zinsbelastung des Unternehmens, die Sie betrieben haben, Herr Kölbel. Es ist ja heute ein besonderer Tag, weil es Ihre letzte Bilanzvorlage ist. Sie sind 34 Jahre im Unternehmen Südzucker tätig, davon 20 Jahre im Vorstand. Man kann also mit Fug und Recht sagen, es geht eine Ära in der Südzucker zu Ende. Darf ich Sie fragen, wenn Sie zurückblicken auf die lange Zeit, welches die wichtigsten Stationen Ihrer beruflichen Laufbahn waren und wo steht das Unternehmen heute am Ende der Ära Kölbel
verglichen mit dem Beginn Ihrer Zeit? Prägende Zeiten waren die ersten Jahre unter Toya Spätmann, dem damaligen Vorstandssprecher. Dann war sicherlich auch eine tolle Phase, die Zeit, als ich den Bereich Unternehmensplanung, Konzernentwicklung, Beteiligungen begleiten konnte, damals mit der großen Transaktion. Wir beide hatten ja da auch immer wieder Kontakt gehabt mit dem Verkauf der Scholler Holding. Ich glaube, im Rückblick auch hervorzuheben, auch wenn es schmerzhaft war, waren sicherlich die beiden gelungenen Anpassungen unseres Zuckergeschäftes an die veränderten Rahmenbedingungen, politischen Bedingungen, dass das gelungen ist, dass das Zuckergeschäft heute einfach viel stabiler oder wie man neudeutsch sagt, resilienter ist. Aber ich glaube, ganz entscheidend war die Transformation halt, dass wir den Aufbau der Nichtzuckerbereiche in meiner Amtszeit als Vorstand dann auch realisieren konnten. Wenn man zurückblickt, Herr Dr. Zeller, wir hatten 2003/04 einen Konzernumsatz, der lag bei 4,5 Milliarden Euro. Davon kam rund 1 Milliarde aus den Nichtzuckeraktivitäten. Heute bei der Bilanzvorlage konnten wir 10,3 Milliarden Konzernumsatz berichten. Ja, und die Nichtzuckeraktivitäten sind in diesem Zeitraum von rund 1 Milliarde Euro 3/4 auf über 6 Milliarden Euro angestiegen. Und das ist einfach was bleibt, was dem Unternehmen auch in Zukunft Stabilität geben wird. Und dann natürlich die ganzen Finanztransaktionen über diese ganzen 20 Jahre. Da ist natürlich sicherlich dieses IPO, also der Börsengang von CropEnergies zu nennen, 2006, den wir gemacht haben, um auch hier eine solide Finanzierung für den Aufbau des Ethanolgeschäfts zu haben. Und jetzt auch noch kurz vor der Ende der Amtszeit dann die Rückholung des Delisting. Eine ganz starke Leistung, Herr Köll, die Sie da in diesen vielen Jahren gebracht haben, und dafür gebührt Ihnen herzlicher Dank auch von Seiten der Rübenanbauer. Kommen wir jetzt zu Herr Dr. Stefan Meder, der designierter Nachfolger als CFO ist und ab Juni die Verantwortung im Ressort übernehmen wird. Herr Meder, wir kennen Sie ja schon lange, weil Sie schon viele Jahre ebenfalls im Unternehmen sind, zuletzt auch im Vorstand der CropEnergies. Was können Sie uns zum aktuellen Geschäftsjahr sagen, das ja jetzt schon seit einiger Zeit läuft? Wir sind jetzt gerade am Anfang des neuen Geschäftsjahres und hatten auch schon am 15. April ja mit den vorläufigen Zahlen eine erste Indikation für das Geschäftsjahr gegeben, und das haben wir heute bestätigt. Also für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 erwarten wir einen Umsatz zwischen 10 und 10,5 Milliarden. Das heißt, da sind wir auf Höhe wie im abgelaufenen Geschäftsjahr. Anders sieht es beim operativen Ergebnis aus. Da haben wir dieses Jahr, wie Thomas Köbel auch schon sagte, dieses Jahr ein Rekordergebnis gemacht im abgelaufenen Geschäftsjahr von rund 950 Millionen Euro. Da erwarten wir schon einen deutlichen Rückgang auf 500 bis 600 Millionen Euro, was auch alle Divisionen betrifft. In den einzelnen Divisionen, das ist immer eine Mischung, teilweise Preisrückgänge, teilweise deutliche Kostensteigerungen. Das ist zum Beispiel in dem Personalkostenbereich. Insofern sind die Divisionen da alle betroffen, und wir gehen dann fürs laufende Geschäftsjahr von 500 bis 600 Millionen operatives Ergebnis aus. Wir sind natürlich ganz am Anfang vom Geschäftsjahr, das heißt, da sind noch Unwägbarkeiten und auch Risiken. Wir kennen alle die Schwierigkeiten der geopolitischen Lage, Ukraine-Krieg, die Problematik, der Krieg im Nahen Osten. Als langjähriger Vorstand der CropEnergies AG haben Sie, Herr Meder, bei dieser Tochtergesellschaft natürlich den allerbesten Einblick. Wo steht die CropEnergies heute? Wie sieht es mit dem Projekt zur vollständigen Wiedereingliederung der CropEnergies in den Südzuckerkonzern aus? Und was für CropEnergies wegfällt, ist, so toll eine eigene Börsennotierung ist, da hängt auch viel administrativer Aufwand. Und das heißt, der große Vorteil für CropEnergies für die Weiterentwicklung und die Umsetzung der Strategie ist, dass man um diese, sagen wir mal, auch vielen administrativen Sachen nicht mehr kümmern muss und volle Kraft voraus für die Umsetzung der Strategie. Und das ist insbesondere, was wir heute auch gezeigt haben, der Aufbau dieses Bereichs Bio-Based Chemicals, auf den sich CropEnergies vollumfänglich konzentrieren kann, auch die Aufgabe hat im Konzern, dieses Zukunftsfeld für die Südzuckergruppe zu entwickeln. Vielen Dank, Herr Meder, vielen Dank, Herr Köll, für dieses Interview, für Ihre Zeit, für unsere gemeinsame Zeit. Das darf ich sagen, es hat immer Freude gemacht, mit so professionellen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Ruhestand. Herr Köll, ich hoffe, dass wir uns noch das ein oder andere Mal bei Fußballspielen unseres Lieblingsvereins, unseres gemeinsamen wiedersehen. Und Ihnen alles Gute für die Zukunft, Herr Meder. Viel Erfolg in Ihrer Tätigkeit, auch im Interesse der rübenanbauenden Landwirte. Vielen Dank. Vielen Dank.